leider nicht der beste Schlafplatz. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da hinten ist der Flughafen. Da habe ich mich tatsächlich über die Nachtruhe gefreut, oder das Nachtflugverbot, wie das heißt. Und es ist auch ein bisschen steinig. Aber das war wahrscheinlich die letzte Nacht in Kroatien. Denn heute geht es nach Montenegro. Hier nochmal ein wunderschöner Blick auf den Flughafen. Wir haben da geschlafen, 3 Meter entfernt. Komm zurück, ein. Rennt jetzt gerade 30 Kilometer pro Stunde, weil sie will Luke erreichen. Ich habe sie. Sie will immer Erste sein. Und jetzt kann sie entspannen. Jetzt ist sie los. Luke hat uns jetzt verlassen. Der wollte nämlich heute bis zum Süden von Montenegro zum Kitesurfen. Da machen wir die letzten 30 Kilometer bis zur Grenze alleine. Aber das wird hier, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Strecke. Endlich mal eine Seitenstraße. Das sind immer diese unmenschlichen Straßen mit, oh fuck, zu viel Steigung. Na gut, so wieder laufen. Ich nehme auch nicht die Komodstraße, weil die führt über wieder eine Gravel Road. Ah, da ist die Grenze zu Montenegro und das nach 3327 Kilometern. Wahnsinn. Es gibt hier 2 Grenzen und zwar 2 Kilometer später nochmal eine und hier staut sich alles. Ich frag mich, was da los ist. So, jetzt sind wir drin in Montenegro. Das hat ewig gedauert. Hier sind die Straßen so eng, dass man die Busse vorbeilassen muss. Das ist übrigens ganz spannend. Weil Montenegro hat eigentlich die russische Schrift, also Kyrillisch. Trotzdem gibt es ganz, ganz viele Sachen, die hier schon in ganz arabischer Schrift. Ist das arabische Schrift oder lateinische Schrift? Nee, lateinische Buchstaben? Ach. Naja, auf jeden Fall die normalen Buchstaben geschrieben sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt, weil es hier touristisch ist, oder ob das jetzt auch so ein bisschen sich wandelt. Also das gefällt mir wirklich, dass die ganzen alten Städte autofrei sind. Spannend ist übrigens auch, dass Montenegro seit 100 Jahren keine eigene Währung mehr hat und dadurch auch den Euro hat. Oh, das sieht ja süß aus. Oh, Treppen, Treppen, Treppen. Hier ist wohl zu Ende, hä? Krass, diese Nebenstraßen mitten in der Stadt schon ungeteert. Das wird bestimmt abenteuerlich hier. Ich mich komisch auf die richtigen Nebenstraßen außerhalb der Stadt führt. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so viel Verkehr in Montenegro ist, dass man eigentlich nur im Stau steht. Das ist unglaublich. Seht ihr das? Hier war Kiwi. Wie geil ist das denn? Und ich stehe immer noch im Stau. 5 Kilometer lang. Die Bay of Kotor, dieses Weltkulturerbe. Also der Anfang davon. Der südlichste Fjord Europas, wobei es natürlich kein Fjord ist. Aber es wirkt wohl so.
Das ist schon krass. Es gibt 4 Fähren, die ganze Zeit hin und her fahren. Das ist ja wirklich auch nicht lang. Oder 6 sogar. Und trotzdem staut sich das. Fast 7 Kilometer. But it's too high, I cannot go up. You sure? Yes. Then better go around and come Okay, around. okay. Come around because you are like a fire. Ich hoffe mal, dass ich da noch reinkomme. Hier staut sich alles. Oh Mann, ey, unglaublich. Es sind einfach zu viele Autos. Eindeutig. Ja, das ist doch schön. Hier ist vor allem noch Platz für die Autos, dass sie mich überholen können. Es ist einfach alles viel zu voll. Die Autos kommen auch nicht aneinander vorbei. Mit knapp 60 Kilometer. Es war heute echt super anstrengend. Den ganzen Stau und den vielen Autos überall. Ich bin echt fertig. Ich will jetzt da ein bisschen ausruhen und mir dann einen Platz für die Nacht wahrscheinlich suchen. Ich habe gedacht, ich würde heute einiges mehr schaffen, aber es ist echt krass hier mit dem ganzen Verkehr. Und ständig muss man stoppen und anfahren und stoppen und anfahren. Wir sind in Kotoa und heute ist Karneval im Sommer. Weil wir die Bucht von Kotoa noch mal von oben angucken. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das hier so eine fette Steigung ist, die nicht mehr aufhört. Übel. Wow, guckt euch diesen Ausblick an. Haben wir hier Hundechaos? Kommen die denn her? Furi, hierher. Hier. Und langsam. Geil, das ist hier nicht so einfach. Berg hoch auch noch. Ich kann mir hier schlafen. Nee, irgendwie erstmal die Hunde loswerden. Ich habe dieser Hindhund gehört. Und Zuri, die wird man gar nicht mehr los. Der hat echt einen Narren an die gefressen. Und da hinten so ein kleiner Hund, der gar nicht hinterherkommt. Diese 3 Freunde heute Nacht, ja? Das ist schon ein lustiges Bildchen mit diesen 3 Hunden. Aber Leute, ihr seid auf der falschen Fahrbahn. Du machst das gut, Zuri. Kaum was, aber diese Hunde sind immer noch alle da. Ich muss mich echt schon halb schlapp lachen. Vor allem die Autos müssen auch echt anhalten, weil diese beiden Hunde irgendwie nicht die beiden Straßenseiten unterscheiden können. Irgendwie lustig. Ja, was ich da
dazu sagen soll. Die kleine Gang. Vor allem der Kleine so lustig, wie der hopselt. Der Weg ist einfach unendlich steil. Fuck. Der hört nicht auf. Da könnte ich mir Besseres um 10:30 nachts vorstellen. Oh fuck. Feuerwerk. Sieht schön aus, aber Zuri ist abgehauen. So ein Scheiß. Oh, ich hasse Feuerwerk. Das Zuri kam zurück. Sie hat das Feuerwerk überlebt. Ach, bin ich froh. Und seht ihr den Ausblick? Die Frau unter mir. Ich habe jetzt gefragt, ob ich hier schlafen kann. Weil der Berg geht noch 2 Kilometer weiter hoch, aber das sieht echt nach einer guten Stelle aus. Sie meint, ich muss halt aufpassen mit den Hunden. Sie hat ungefähr 4 verjagten Steine, auch meine 2 treuen Begleiter leider. Aber ich habe eine sehr, sehr schöne Aussicht. Mega schön. Ich freue mich auf den Sonnenaufgang. Ich habe jetzt mein Fahrrad stehen gelassen, wo wir gestern geschlafen haben. Und den Rest der Strecke zu hoch gemacht, weil es war mir einfach zu steil. Aber jetzt geht's runter, Zuri, ja? Frühstücken! Frühstücken? Auch diese Aussicht will ich euch nicht entgehen lassen. Das ist die andere Seite vom Berg. Quasi die andere Seite der Bucht, aber bevor es in die Bucht reingeht, auch super schön. Und auch krass, diese Straße. Was natürlich nichts ist gegen die Straße, die ich gestern hoch musste. Vielleicht seht ihr das nachher beim Runterfahren. Seht ihr das? Hier ist auch der Flughafen scheinbar bei Montenegro. Das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Landebahn. Hier kann man einen schönen Platz so verunstalten. Ist alles zugemüllt. Und dahinter ist die Bucht von Kotor. Das ist eigentlich unglaublich. So, da ist mein Schlafplatz. In der ganz nicen Aussicht. Das war echt nicht so einfach die Nacht, weil es war Party unten im Ort. War ja Karneval bis nachts um 4. Und hier waren überall ständig Hunde. Also die haben nichts gemacht, die haben nur gebellt. Das war halt laut. Nach den Bergen hier in Montenegro ist super steil. Werde ich wohl zum 3. Mal meine Bremsbeläge wechseln müssen. Ich sehe das schon kommen, weil es ist schon nicht ohne. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist einfach unglaublich steil. Da will ich schon fahren schwierig, weil das alles so drückt. Gott, ey, das bin ich gestern alles hochgelaufen. Mit dem Fahrrad oder gefahren teilweise. Guckt euch das an. Scheiße. Ist einfach alles in die Natur geworfen. Ich verstehe das nicht. Warum macht das der Mensch? Denn jeder möchte doch eine schöne Natur haben. Verramscht man das so. 2 Meter von diesem wunderschönen Ausblick entfernt. Die Straße ist klein genug. Morgens um 8 ist es noch angenehm warm, sodass Zuri sich ja noch mal ein bisschen bewegen kann. Ist ja echt ein bisschen zu kurz gekommen die letzte Zeit in Kroatien. Nicht die besten geteerten Straßen, aber geteert. Das ist ein klarer Vorteil zu Kroatien. Hier machst du was mit, Zuri, hör? Verkackten Hunde, die ständig nachrennen. Und ich habe jetzt einen Stein besorgt. Wenn der hinter uns her rennt, dann kriegt er einen Stein. Das ist eigentlich ein schöner kleiner Weg. Also hier kommen 3 Autos, sind mir bisher begegnet. Ab und zu kommen ein paar Häuser, alles geteert. Wir sind quasi auf so 400 Metern auf den Bergen. Ich kann mitlaufen.
Quasi halbes Hinterland. Boah, also meine Bremsen klingen schon nicht mehr so gut. Das ist ja auch super steil. So, nachdem Kroatien so teuer war, bin ich jetzt froh, endlich in Montenegro zu sein, um den Frühstück leisten zu können. Das kriegt man nämlich für 3 €. Immer viele Sonnenschirme, krass. Aber ich glaube, es ist spannend. So, das ist Budva, der südlichste Punkt unserer Reise. Und das ist auch echt schönes kleines Städtchen hier unten. Und die Insel ist ja auch geil. Schauen wir uns mal den Ferienort der Montenegro an. Also da oben, da muss ich hin. Boah, was ein Berg. Shit. Ja, ich nie mit dem Fahrrad hochkommen. Was ist das, 40%? Oh, in einem fetten Auto den Vogel gezeigt und gehupt, weil ich die Straße blockiere beim Hochlaufen. Ich dachte, das gibt's ja wohl nicht. Oh. Ich glaube, die ist noch nie 100 Kilo den Berg hochgelaufen. Ich weiß, was das bedeutet. Seht ihr das? Die Müll wird einfach entsorgt, wo es einem gefällt. Das ist eigentlich noch mitten in der Stadt, das ist schon krass. Ich muss irgendwie auf 1000 Meter hoch. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll bei diesen Bergen. In 40 Kilometern. Die 1000 hoch und wieder runter. Fuck! Guckt euch diesen kleinen Köter an. Und Zuri chillt, hä? Machst du dich gar nicht. Oh Gott, ey, diese Hunde. Ich weiß nicht, ob ihr im Entferntesten abschätzen könnt, wie steil das hier ist. Schneckentempo. Ich dachte, der schlimmste Berg in der Schweiz war auch schon schlimm. Oh. Ich glaube, ich muss weinen. Die Straße ist jetzt, das kann doch nicht sein. Fuck, Navigationssystem. Scheiße. Was will ich diesen verkackten Berg hier hoch? Das gibt's doch nicht. Ich glaub's echt nicht. Scheiße. So, und wieder runter. Ich hätte echt fast geweint, weil ich so frustriert war. Schwierig ist natürlich auch echt, dass meine Bremsen im Arsch sind oder meine Bremsbeläge nicht mehr vorhanden sind. Verkackten Berg jetzt auch wieder runter zu fahren, ist natürlich nicht das Geilste. Da habe ich Zuri rausgelassen, dann 20 Kilo weniger Gewicht im Wagen hängen. Ich glaube, ich werde einfach auf dem Campingplatz jetzt fahren. Ich wollte zwar heute echt noch 50 Kilometer machen und zu diesem einen Aussichtspunkt, aber das sind 1000 Kilometer hoch und runter und dann warte ich lieber, heute ist Sonntag, bis morgen das Fahrradgeschäft hier aufmacht und die mir hier meine Bremsbeläge tauschen können. Ich hoffe, die haben das hier. Ja, und dann geht es morgen weiter danach. Ich muss sich einfach durchs Tor schleichen. So wieder etwas Futter bekommen. Ne? Schmeckt gut, hä?